In der Region Intac im Nordosten Ecuadors gibt es Natur, die besonders schützenswert ist. Und zwar einen subtropischen Nebelwald mit vielen Tier- und Pflanzenarten. Diese Region ist sehr artenreich, beispielsweise artenreicher als der Regenwald in Amazonien. Dort leben viele seltene Tierarten, wie zum Beispiel der Brillenbär, der Jaguar oder auch der Langnasen-Harlekin-Frosch, der sogar schon als ausgestorben galt. In Intac leben die meisten Menschen von der Subsistenzlandwirtschaft, das heißt von dem, was die Böden produzieren und von dem Wasser, das in den Bergen entspringt. Sie kennen und schätzen daher den Wert der Natur, die sie umgibt, und setzen sich stark dafür ein, dass die Wälder und die Natur erhalten bleiben. Und dabei stellen sie sich auch großen Bergbauunternehmen entgegen. So ist Ecuador das erste Land beispielsweise, das die Rechte der Natur in seine Verfassung aufgenommen hat. Die Verfassung ist vergleichbar mit dem deutschen Grundgesetz. Das heißt, es regelt das Zusammenleben eines Volkes und garantiert die Rechte der Einzelnen. In Deutschland ist der Schutz der Natur jedoch nicht im Grundgesetz verankert. Es betrachtet die Natur lediglich als Objekt, das bewahrt werden muss, in Form beispielsweise des Umweltschutzes. Das ist aber nicht dasselbe wie in Ecuador, wo der Natur das Recht zugesprochen wird und eingeklagt werden kann. Vergleichbar mit dem Menschenrecht. In Ecuador gab und gibt es bereits zigfach Prozesse für die Rechte der Natur. So erkannte das Verfassungsgericht in Ecuador bereits mehrere Verstöße gegen die Rechte der Natur an. So auch im Beispiel vom Schutzgebiet in Los Cedros, was sich angrenzend zu Intac befindet. Dort wurde der Abbau von Gold und Kupfer als verfassungswidrig eingestuft und das Bergbauvorhaben wurde daraufhin eingestellt. Die Anerkennung der Werte und der Schutzbedürftigkeit der Natur für unser aller Leben, der Menschen, der Tiere, Pflanzen und der zukünftigen Generationen ist wichtig. Gerade durch Erfahrungen aus der Vergangenheit hat man gesehen, wie wichtig der Schutz der Natur für uns selber ist. Verschmutzte Flüsse dienen nicht mehr der Erholung oder als Lebensraum. Verschmutzte Wasserressourcen dienen nicht mehr der Trinkwassergewinnung. Es gilt, die Natur zu schützen, um uns selber zu schützen. Wir als Intac e.V. begleiten die Region Intac in Ecuador jetzt schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Und wir konnten die Menschen und die Natur dort vor Ort, die Projekte auch selbst kennenlernen. Und deswegen wollen wir die Geschichte Intacs weitererzählen. Wie machen wir das? Auf verschiedene Art und Weisen. Seit es uns gibt, also wie gesagt seit mehr als 10 Jahren, haben wir immer wieder Filmvorführungen gezeigt. Und zwar gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Dokumentarfilmen über den Rohstoffkonflikt im Intac, die wir nicht nur deswegen zeigen, weil wir sie richtig gut finden, sondern auch, weil wir nach dem Film mit dem Publikum in den Austausch kommen wollen. Wir wollen diskutieren. Was heißt das denn jetzt für unser Leben? Rohstoffkonsum ist gleich globale Gerechtigkeit. Meint ihr, das kann stimmen? Durch den komfortablen und modernen Lebensstil, durch das Streben nach mehr und mehr in Deutschland und anderen Nationen, verlieren Menschen in anderen Bereichen der Welt ihren Arbeitsplatz, ihren Wohnort, ihre Lebensgrundlage. Nicht nur Siedlungen und Gemeinde werden durch den Abbau von Rohstoffen bedroht, sondern auch Naturschätze werden zerstört, wie im Fall des tropischen Nebelwaldes in Intac, im nördlichen Teil Ecuadors. Wir als moderne Gesellschaft unterstützen Elektromobilität, suchen nach dem nächsten digitalen Gadget und binden mehr und mehr das Thema Nachhaltigkeit in unseren Konsum mit ein. Doch wo kommen die Rohstoffe her und unter welchen Bedingungen werden sie abgebaut? Es kann keine globale Gerechtigkeit im Lebenszyklus von Rohstoffkonsum geben, solange nicht alle Schritte, beginnend bei der Gewinnung von Rohstoffen, über deren Verarbeitung, die Herstellung von Produkten, aber auch deren Entsorgung oder Recycling fair für Mensch und für die Natur ist. Wenn wir einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und ein Umdenken hin zu weniger Rohstoffkonsum erreichen, können wir den Nachfragedruck verringern und auch die Häufigkeit von Ressourcenkonflikten reduzieren. Was bedeutet globale Gerechtigkeit für dich?
insbesondere im Hinblick auf eine so stark vernetzte Welt, in der wir leben? Wissen wir, welche Auswirkungen unser Konsum auf das Leben anderer Menschen in der Welt hat? Und wie erreichen wir überhaupt Gerechtigkeit? Und das auch noch für alle? Schnell wird klar, dass es keine einfache Antwort auf diese Fragen gibt. Vermutlich auch nicht geben wird. Aber es startet ein Prozess. Ein Prozess hin zu einer globalen Gerechtigkeit. Einem gerechten Leben im Umgang mit der Natur und den Menschen überall. Möchtest du mal erfahren, wie es ist, mitten in einem Bergbaukonflikt zu leben? Dann schlüpf in eine der Rollen von unserem mitentwickelten Planspiel Bergbau im Nebelwald. Es ermöglicht den Teilnehmenden, diverse Rollen im Rohstoffkonflikt einzunehmen und als KleinbauerInnen, als MitarbeiterInnen eines Bergbauunternehmens, als Teil des Umweltministeriums oder als MenschenrechtsbeobachterInnen an Entscheidungsprozessen zum Rohstoffabbau in einer fiktiven Region teilzunehmen. Schlüpf in eine dieser Rollen und erfahre die Dimension von Rohstoffkonflikten. Herrscht hier schon Gerechtigkeit? Oder was sind die Hebel, an denen wir ansetzen können? Sammel Erfahrungen, zieh deine Schlüsse und werde aktiv. Was liegt dir besonders am Herzen? Was könntest du umsetzen, was die Welt vielleicht ein kleines Stückchen gerechter macht? Im Prozess hin zu globaler Gerechtigkeit. Materialien könnt ihr kostenlos bei uns im Internet downloaden und dann selbst spielen und das Spiel anleiten mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ziel ist eben auch hier, wir wollen Impulse setzen. Es soll darum gehen, dass man einerseits selbst erlebt, was heißt es denn nun, wenn ich mitten in einem Bergbaukonflikt stecke, aber auch, was bedeutet das für mein Leben, für meinen Alltag, weit weg vom Geschehen, denkt man ja zunächst, aber eben doch nah dran. Es geht einmal darum, den sozial-ökologischen Fußabdruck zu verkleinern, aber, also um so Sachen wie unseren Rohstoffkonsum zum Beispiel, aber es geht eben auch darum, ins Handeln zu kommen. Es geht darum, sich zu engagieren, politisch, sozial, in der eigenen Nachbarschaft vielleicht, in der eigenen Schule, auf vielfältige Art und Weise. Ja, das machen wir so im INTAG-Verein und wir freuen uns, wenn auch du aktiv wirst.